Okay, Sie haben danach gefragt, also mache ich es auch. Ein YouTube-Abonnent mit dem Namen Kasteren hat sich gewünscht, ich möchte doch einmal ein Video über den RSI-Indicator machen. Und hier sind wir auch schon. Der RSI oder Relative Strength Index wird sehr häufig genutzt, um zu prüfen, ob der Markt überverkauft oder überkauft ist. Wenn beispielsweise der Preis oberhalb dieser 70%-Marke liegt, dann ist das ein Zeichen dafür, einen Short Trade zu eröffnen. Falls aber der Preis von unten die 30%-Marke des RSI überschreitet, dann würde man einen Buy Trade eröffnen. Zeigt man mit der Maus hier auf das Ende der Linie, dann sieht man hier einen Wert von 39,49 und dieser Wert wird auch hier oben angezeigt. Jetzt sind wir bei 36,22 und auch das passt. Wenn man den Wert hat, kann man also darüber entscheiden, ob man einen Einstieg in die eine oder in die andere Richtung starten möchte. Wir möchten für die Berechnung dieses Wertes jetzt einen einfachen Expert Advisor schreiben. Dazu klicken wir hier oben auf dieses Symbol oder drücken die F4-Taste, um den Meta-Editor aufzurufen. Im Meta-Editor selbst klicken wir auf Datei neu, Expert Advisor aus Vorlage, weiter. Hier vergeben wir den Namen Simpler RSI, klicken auf Weiter, Weiter, Fertigstellen und löschen alles oberhalb der OnTick-Funktion. Auch diese beiden Kommentarzeilen hier benötigen wir nicht. Das erste, was wir benötigen, ist ein Array, der unsere Preisdaten aufnehmen kann. Also erstellen wir ein Array mit dem Namen myRSI-Array. Im zweiten Schritt definieren wir die Eigenschaften unseres RSI-Indicators. Er bekommt den Namen myRSI-Definition. Wir verwenden die Funktion iRSI für das aktuell ausgewählte Währungspaar und den auf dem Chart aktuell ausgewählten Zeitrahmen. Unsere Berechnung soll für 14 Kerzen gelten und als Grundlage für die Berechnung möchten wir gerne die Schlusskurse nutzen. Im nächsten Schritt sortieren wir unseren Array von Kerze 0, also der aktuellen Kerze an, abwärts. Und mit der Funktion copyBuffer füllen wir unseren Array für 3 Kerzen von der aktuellen Kerze an mit den von uns definierten Daten für den RSI. Diese 0 hier bedeutet, wir haben einen einzigen Buffer, also nur eine Linie, die es zu berechnen gilt, da der RSI nur diese eine Linie hat. So, jetzt möchten wir natürlich auch noch unseren RSI-Array abfragen, und zwar für die aktuelle Kerze, und weisen den errechneten Wert unserer Variable myRSI-Wert zu. Und im letzten Schritt möchten wir noch auf unserem Chart mit dem Command-Befehl den Text myRSI-Wert und den errechneten Wert aus dieser Zeile ausgeben. Kompilieren wir unseren kleinen Expert Advisor doch einmal. Das funktioniert ohne Fehler und ohne Warnungen. Also wechseln wir zurück in den MetaTrader, indem wir diesen Button hier oben oder die F4-Taste drücken. Im MetaTrader selbst klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder nutzen STRG und R, um diesen Strategietester hier unten aufzurufen. Hier wählen wir das Programm Simpler RSI.ex5 aus. Bitte setzen Sie auch den Haken hier für die Visualisierung und starten Sie Ihren Test. So, und wie man sehen kann, ist der Wert hier übereinstimmend mit dem, was errechnet wurde. Wir sind jetzt bei 83,3, ich pausiere hier mal. 84.30, 84.3, das stimmt auch mit der Anzeige hier unten überein. Und wie man sieht, stimmt der Wert hier auch noch. So, das war's schon. Sie haben in diesem Video gelernt, wie Sie aufgrund des RSI-Indicators berechnen können, ob Sie einen Buy- oder einen Sell-Trade eröffnen möchten, und das alles funktioniert mit diesen paar Zeilen.